Grüezi und herzlich willkommen. Wir sind unterwegs nach Schennis im Kanton St. Gallen. Wir umfahren die Dörfer Maseltrangen, Rufi und Dorf, bevor wir in Schennis ankommen. Dort wollen wir die St. Sebastianskapelle besuchen sowie einen Blick auf das Denkmal von General Hotze werfen und auch noch anderes anschauen. Das Wetter ist leicht sonnig, warm und trocken, also sehr angenehm für einen kurzen Trip. Los geht's! Hier rechts sehen wir den Gallusturm. Der 15 Meter hohe romanische Turm ist der einzige erhaltene Teil der 1824 abgebrannten Kapelle St. Gallus. Der in der Schweiz einzigartige Turm steht unter eidgenössischem Denkmalschutz. Ein schönes Dorf mit einer sehr schönen katholischen Kirche mitten im Zentrum. Direkt an der Autobahn A3 Zürich-Chur liegt die Paintball-Arena Schennis. Wunderschön die majestätische Bergkulisse. Im Restaurant gibt es eine große Anzahl an warmen Menüs, Snacks und Getränken. Natürlich können auch umfangreiche Events organisiert werden. Die Indoor-Spielfelder sind mit neuen doppelstöckig bespielbaren Gebäuden, Suchscheinwerfern, Nebelmaschine usw. ausgestattet. Die Outdoor-Spielfelder bieten einen russischen Mi-2-Helikopter und Seefrachtcontainer als Kulisse. Okay, das Abenteuer ruft. Unten im Video die Kontaktangaben. Weiter geht's, nicht weit von hier ist die St. Sebastianskapelle. Nun stehen wir vor der St. Sebastianskapelle in Schennis im Kanton St. Gallen. Die St. Sebastianskapelle wurde bereits im 9. Jahrhundert erbaut. Und zwar war der Auslöser dazumal die Pest. Die Geschichte dahinter: Aufgrund des Ausbruchs der Pest wurde der heilige Sebastian von den Gläubigen gegen die Pest und andere Seuchen um Hilfe angerufen. Ihm zu Ehren trägt die Gebetsstätte heute seinen Namen. Urkundlich wurde die St. Sebastianskapelle erstmals im Jahr 1479 erwähnt. 1512 wird die noch heute bestehende St. Sebastianskapelle gebaut. Der alte Baubestand wurde ins neue Gebäude integriert. Am 2. Februar 1529 schändete eine betrunkene Bauernschar die Figur des heiligen Sebastian, indem sie diese hinter sich her durch das Dorf zog. Es wird vermutet, dass die kurz zuvor in Toggenburg ausgebrochene Pest dafür verantwortlich war und die Bauern aus Enttäuschung handelten. Letztmals renoviert wurde sie 1955. Heute ist diese wunderschöne Kapelle unter anderem für Trauungen sehr begehrt. Kontaktangaben unten im Video. Rechts von der Kirche geht es auf einen abwechslungsreichen Wanderweg durch den Wald zum Lindkanal. Diesen wollen wir später einmal erkunden. Und ganz in der Nähe das General Hotze Denkmal. General Hotze wurde in Richterswil, Zürich, geboren. 1797 wird er zum Kommandeur des Maria-Theresien-Ordens ernannt und erlangte damit die höchste Auszeichnung, die ein österreichischer Offizier zu jener Zeit erreichen konnte. Am 25. September 1799 fand hier General Hotze sein Ende, sein tragisches Ende. 1798 wurde die Schweiz zum Kriegsschauplatz fremder Armeen. General Hotze kämpfte unter österreichischer Flagge. Zusammen mit den Russen musste er die Stellung Toggenburg-Wallensee vor der Rheintal-Tessin halten. Auf der anderen Seite der Lind lagen die französischen Truppen unter General Massena. In der Nacht
vom 24. auf den 25. September 1799 überquerten 2 französische Bataillone schwimmend die Linth. Daraufhin begab er sich auf einen Erkundungsritt, auf dem er in den frühen Morgenstunden des 25. September 1799 überrascht und getötet wurde. Unten im Video den Link zu mehr Infos über General Hotze. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt und wieder dabei seid, wenn es wiederum wunderschöne Orte zu entdecken gibt. Bis bald!